Ein Leben in der Abgeschiedenheit, weit weg von Alltag und Stress. Irgendwo da draußen liegt eine Insel, umgeben von unendlich viel Blau. Dichte grüne Mauern aus Palmen versperren den Blick ins Verborgene. Wir alle kennen den Gedanken, das Verlangen, einfach mal auszubrechen, raus auf eine einsame Insel, wo der Rhythmus der Wellen das einzige Gefühl von Zeit vermittelt. Aber passen die Vorstellung und die Realität wirklich zusammen? Gibt es solche Orte überhaupt noch und finden wir dort den Frieden, den wir zu Hause nie hatten? Wir fahren für 72 Stunden auf eine tropische Insel und versuchen unserem Alltag zu entkommen. Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, immer auf der Suche nach etwas, vielleicht nach unserer Bestimmung. Und mit uns tragen wir Erinnerungen, ein paar schöne und ein paar schwere. Erst kürzlich haben wir jemanden verloren, der uns sehr nahe stand, und bis jetzt war kaum Raum, um das zu verarbeiten. In einer Welt, in der fast alles darauf ausgelegt ist, uns unsere Zeit zu stehlen, versuchen wir nun einmal dem Lärm zu entkommen. Hier draußen, fernab der Städte, hoffen wir auf Ruhe, auf eine Pause. Doch das ist gar nicht so einfach. Immer wieder haben wir das Gefühl, mehr erleben zu müssen, mehr zu zeigen. Aber was sieht man dann wirklich, wenn man genau hinschaut? Auf der einen Seite türkisblaues Wasser, weiße Strände, Palmen, eigentlich ein Traumstrand. Und direkt daneben Müll. Müll, den wir Menschen nie hinterlassen. Dort, wo das Licht am stärksten scheint, liegt oft auch etwas, das wir lieber nicht sehen wollen. Und auch unser erster Tag ist alles andere als perfekt. Es regnet und die Sonne versteckt sich hinter den Wolken. Nur unter Wasser spürt man nichts von all dem Trubel da draußen. Ich genieße es, einfach mal nur da zu sein. Im kleinen Fischereihafen scheint die Zeit plötzlich stillzustehen. Wir atmen durch und lassen los. Wir denken nach und merken, der Abstand tut gut. Und während die Sonne alles in warmes Gold taucht, entsteht ein neuer Gedanke. Morgen wage ich mich noch ein Stück weiter raus. Und das Erbsen? Schon als Kind war ich ständig draußen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir ständig in den Büschen unterwegs waren oder die Nächte durchgeangelt haben, irgendwo an einem kleinen Fluss. Ich liebe es einfach draußen zu sein. Oft war das mit Freunden, manchmal war ich aber auch ganz alleine. Aber besonders seit Serien wie Lost oder Seven vs. Wild frage ich mich, wie wäre es, wenn ich mal ganz auf mich alleine gestellt wäre? Komplett abgeschieden ist man hier auf der Insel zwar nicht, aber heute bin ich so nah an der Isolation wie noch nie zuvor. Ab jetzt gilt es nur noch das Kajak und ich. Das ist crazy.
Man setzt sich einfach alleine auf das Kajak. Da ist niemand. Niemand, der dir zeigt, wie es geht, was du brauchst, wo du lang sollst, worauf du aufpassen sollst. Gar nichts. Du schlägst dich da einfach unsere Liste ein, schreibst deinen Namen drauf, wie viele Kajaks du nimmst und dann fährst du raus in die Mangroven. Aber ich habe heute was anderes vor. Ich habe keinen Bock rein ins Landesinnere. Ich will raus aufs Meer. Ich will zu einem Strand fahren. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss mit der Strömung. Dass ich da irgendwie von der Flut erwischt werde. Das kennt ihr euch auch. Einfach dieses abgetrieben werden. Das wäre Worst Case. Aber das glaube ich nicht. Das passiert nicht. Und plötzlich schwimme ich auf dem offenen Meer, ganz alleine. Der Kopf schaltet um, sobald man auf sich gestellt ist. Der Gedanke von Sicherheit rückt in den Hintergrund und die Komfortzone auch. Seit einem Badeunfall in meiner Kindheit habe ich Respekt oder eher Angst vor offenem Wasser. Aber irgendetwas hat mich heute hier rausgerufen. Oh, das ist ja unangenehm. Oh, direkt unter mir sind Steine. Kann ich da trotzdem lang? Jo, ne? Oh. Leute, guckt euch das an. Die Umgebung sieht auf den ersten Blick friedlich aus, irgendwie einladend. Aber schaut man genauer hin, erkennt man, wie rau und wild die Küste wirklich ist. Man sieht plötzlich nicht nur Palmen und Sand, sondern ein Netz aus Natur, das alles verschlingt. Heute habe ich die Insel aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, so wie auch unser Leben. Wir gewinnen Abstand von zu Hause und erkennen zum ersten Mal das große Ganze. Statt mittendrin sind wir im Außen und es wird offensichtlich, was zu unserem Leben passt und was eben nicht. Ich bin platt von dieser Tour. Am liebsten würde ich einfach ins Bett fallen, aber Alicia hat andere Pläne und das ist auch gut so. Abschalten heißt manchmal auch, sich treiben zu lassen, ohne Plan, ohne Ablenkung und morgen geht die Suche dann weiter. Und der dritte Tag steht ganz im Zeichen der Entspannung. Eine Sache, die uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst ist, ist, dass das ja einer der schönsten Orte ist, den wir überhaupt auf unserer Reise sehen werden. Und heute sieht das alles auch schon ganz anders aus. Wir können endlich gut abschalten und fangen an, den Abstand so richtig zu genießen. Aber die Gedanken sind natürlich nicht ganz weg. Wir träumen oft von zu Hause, seitdem wir hier sind, von früher, aus unserer Jugend. Es ist, als würde etwas in uns aufbrechen. Keine schlimmen Themen, aber Dinge, die wir lange nicht zu Ende gedacht haben. Wir verstehen sie plötzlich, haben keine Angst mehr. Wir reden darüber und lernen dadurch nicht nur den anderen, sondern vor allem uns selbst besser kennen.
Und nicht nur die Suche nach uns selbst trägt langsam Früchte, wir haben auch endlich den schönsten Strand gefunden, den diese Insel zu bieten hat. Wir genießen noch einmal die Stille. Die Sonne lässt den blauen Himmel erleuchten und das dichte Netz aus tropischen Palmen spendet uns den notwendigen Schatten. Das Handy ist stumm und wir merken dabei, dass wir genau das gebraucht haben. Freunde, am Ende ist es gar nicht so kompliziert. Man muss nicht nur Zeit haben, man muss sie sich vor allem bewusst nehmen. Diese Insel zeigt sich auch nicht immer von ihrer besten Seite. An manchen Tagen ist sie laut, an anderen stürmisch, aber das gehört dazu, auch im Paradies fällt mal Regen. Rückschläge sind Teil des Ganzen, aber wenn es mal wieder zu viel wird, werde ich beim nächsten Mal einen Schritt zurücktreten, Energie nachtanken und Abstand gewinnen, um dann auch wieder das große Ganze zu sehen. Ist das so? Ich hoffe natürlich, dass euch dieser kleine Ausflug gefallen hat. Für uns wird er unvergesslich bleiben. Wir blicken klarer denn je nach vorn, bereit für alles, was kommt. Und wenn ihr das nächste Abenteuer nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr zuletzt richtig Abstand gewonnen habt oder warum ihr es jetzt gerade dringend bräuchtet. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!